Eine unterirdische Fabrik für Raketentreibstoff aus den Zeiten der Nationalsozialisten. Heute ist diese Anlage verlassen und lebensgefährlich, da bereits große Teile einstürzten oder massiv einsturzgefährdet sind. Boah, Alter, hier ist es aber richtig runtergekommen. Hier ist sogar die Decke eingedrückt. Aufgrund von alliierten Bombenangriffen und die daraus resultierende Zerstörung der Industrie verlagerte das Dritte Reich seine Rüstungsproduktion kurzerhand unter die Erde in sogenannte Untertageverlagerung. Diese Untertageverlagerung mit dem Decknamen Rotbutt erstreckt sich auf mehreren Sohlen, die sich auf einer Tiefe von 40, 70, 100, 120 und 135 Metern befinden. Hier wurde flüssiger Sauerstoff, der als Treibstoff für die Raketen Aggregat 4, besser bekannt unter der Bezeichnung V2, produziert wurde. Zunächst befand sich in dieser unterirdischen Fabrik des Vorwerks Mitte GmbH 9 Flüssigsauerstofferzeugeranlagen mit einer Tagesproduktion von 10 Tonnen. Dementsprechend viel Raum wurde benötigt, um diese Erzeugeranlagen bombensicher unter die Erde zu verlagern. In erster Linie benötigte man den Treibstoff für die Brenntests der Antriebe der V2-Raketen, die hier ebenfalls getestet wurden. Ab 1943 wurde unter der Führung der unter dem Tarnnamen geführten Firma Steinbruch Verwertungsgesellschaft dieses riesige Werk verlagert. Hierzu pachtete man den Steinbruch Oertelsbruch und nutzte die bereits vorhandenen unterirdischen Bergwerke, die so vergrößert wurden, dass die Erzeugeranlagen aufgestellt werden konnten. Die Führung des Werkes übernahm die SS. Wenn eine Fabrik der SS unterstand, dann handelte es sich um eine streng geheime Technik, Forschung und Wissenschaft. Eben um solch eine Forschung soll es sich hier laut ehemaliger Arbeitskräfte auch gehandelt haben. Bei Vernehmung wurde angegeben, dass sich hier in tiefen Ebenen streng geheime Laboratorien befunden haben, wo die SS unter Ausschluss jeglicher Öffentlichkeit Forschung betrieben hat. Es gibt eindeutige Indizien für die wahrheitsgemäßen Aussagen der Zeugen, da dieses Werk bei Abzug der deutschen Truppen nicht zerstört wurde. Man ließ alles zurück, sogar Arbeitskräfte und Wissenschaftler. Zuerst fiel dieses Werk in die Hände der US-Amerikaner. Diese nahmen die Produktion wieder auf, um die Brennkammern der Raketen zu testen und zu erforschen. Dann wurde das Werk an die Sowjets übergeben. Die Sowjets bauten die Produktion sogar aus und testeten ebenfalls die Raketentriebwerke. Hat die SS hier gezielt das Werk unversehrt zurückgelassen und die geheimen Labore in tieferen Ebenen nur durch Zusprengen der Zugänge getarnt? Wollte man mit dem unversehrten Werk den Anschein erwecken, dass man alles bereits gefunden hat, um von den wichtigen Stollen abzulenken? Folgt mir auf eine spannende und lebensgefährliche Suche nach den geheimen Laboren des Dritten Reiches. So, jetzt sind wir da, wo die Untergrundverlagerung wirklich war, wo produziert wurde im Zweiten Weltkrieg. Und die Anlage erkunden wir jetzt. Was uns da drin erwartet, finden wir gleich heraus. Und los geht's. Ein guter Luftzug, der hier rauskommt. Weil... Himmel her, Himmel. Altbergbau, selbst belüftend. Und Wässerchen auf dem Boden, zugemauert und wieder aufgemacht. Ja, alles immer schön zugelaufen, aber hoffentlich nur der Anfangsbereich. Wir haben, wie gesagt, Winter. Es ist alles deutlich nasser geworden. Und wir schauen mal. So, hier haben wir auch wieder Schienennetz auf dem Boden. Und es geht tiefer in den Stollen rein. Ist immer noch der Anfangsbereich. Aber wir sind guter Dinge, dass es tiefer reingeht. Und hier haben wir auch direkt den ersten Verbruch. Also hier hat es auch mal wieder irgendwann ordentlich gescheppert. Das jetzt nach dem Krieg passiert ist oder während des Krieges, beziehungsweise nach dem Krieg wurde das hier von Pioniereinheiten gesprengt. Das im Rahmen der Pionierarbeiten, der Pioniersprengung hier runtergefallen ist oder irgendwann einfach so verbrochen ist. Das ist außerhalb meiner Kenntnis, das weiß ich nicht. So, auch wieder gebückt laufen. Durch den großen Rucksack. Das macht es natürlich nicht einfacher. Aber das sind immer zum Glück nur kleine Stücke und dann geht es auch weiter. Schon sind wir wieder in einem größeren Teilsystem drin.
In den Jahren 1946-47 wurde die gesamte Fabrik demontiert und in die Sowjetunion verbracht. 1948 wurden die Fabrikhallen und Stollen durch die Sowjets gesprengt. Die Abbaufirma protestierte gegen die geplante Sprengung, da sie berechtigte Sorge hatte, dass die Abbaustrecken in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Das ignorierten die Sowjets. 60 deutsche Arbeiter mussten die Sprengung ihres eigenen Betriebes vorbereiten. Ein sowjetischer Offizier übernahm mit einer Pioniereinheit der Roten Armee die Stollen. Durch die zuvor angebrachten Sprengsätze verursachten die Schleifsprengungen enorme Schäden. Fast alle Sohlen sind betroffen und auch der Wasserstollen ist eingebrochen, sodass die unteren Stollen vollständig geflutet wurden. Der Betrieb kam nach der Sprengung zum Erliegen, was einen massiven Verlust für diese Region bedeutete. So, auch hier haben wir direkt wieder eine riesengroße Halle. Also auch wieder gute 8 bis 10 Meter hoch, würde ich jetzt schätzen. Noch hat man kein Anzeichen, dass hier wirklich eine Produktion drin war. Das sollte sich jetzt aber, umso tiefer wir in die Anlage vorrücken, tatsächlich ändern. So, ich stehe jetzt hier auch wieder in einer großen Halle drin. Stahlbetonsäulen, Stahlbetondecke tatsächlich. Ich schätze so, ja, gute 8 Meter ist das hoch, riesig. Und diesen Stahlträger oder diese Stahlsäule hat man einfach gesprengt und sie ist unfrei. Und sie hängt einfach nur noch oben. Sie ist oben gebrochen und hängt da noch an der Armierung. Alliierte Pioniereinheiten haben hier rumgesprengt nach dem Krieg. Und es ist gebaut für die Ewigkeit. Es steht immer noch. Man hat es gesprengt, es ist immer noch da. Eine riesige Halle und auch nur eine von ganz vielen. Hier zu sehen sind die Fabrikhallen, wo sich die Erzeugeranlagen befanden. Ein Hauptstollen wird neu aufgefahren. Dort werden Gleise mit Regelspurweite verlegt. 3 der vorhandenen Kammern werden auf eine Nutzfläche von 600 Quadratmetern erweitert. Diese Hallen werden mit Ziegelmauern und Stützpfeilern befestigt. Darüber werden Stahlringnetze, also Torpedonetze gegen Steinschlag, gespannt. Wie gesagt, hier wurde gut rumgesprengt. Hier haben wir auch so einen Fall. Das ist alles Versprengung und irgendwer hat hier schon so Schlups reingepackt und ich höre auch im Hintergrund ordentlich Wassereinbrüche. Klar, es ist Winter, da läuft ja Wasser rein. Ein bisschen klettern muss man muss mal hoch, mal runter klettern. Schon sind wir oben. Weitere Produktionshalle. Hier kann man auch schön die Träger sehen. Also es wurde mit Bögen, mit Stahlbögen umspannt. Die wurden hier aufgestellt und das sind Torpedonetze. Damit hat man Häfen quasi gegen feindliche Torpedos abgeschützt oder abgesichert. Die hat man einfach im Wasser gezogen. Wenn einer von außen von der Seeseite den Hafen beschießen wollte, dann sind sie daran detoniert sozusagen. Die hat man hier genommen, weil das Gestein relativ fest ist. Nur, dass kein Steinschlag hier unten auf die Arbeitskräfte runterfällt, hat man diese Torpedonetze hier hinter diesen Trägern aufgespannt. Und hier, wie man das sehen kann, also hier wurde ja ordentlich rumgesprengt. Weil das war alles mal, diese ganze Halle hat das mal überspannt. Torpedonetze und die Stahlträger. In diesen Hallen befanden sich zur Lufterzeugung bis zu 4 Kompressoren mit einer Länge von 6 Metern. Das Schwungrad hatte einen Durchmesser von 5 Metern. Die Luft wurde angesaugt und mehrfach komprimiert, sodass sie einen Druck von 175 bar erreichte. Die komprimierte Luft wurde über mehrere Arbeitsgänge auf 4 bar entspannt, sodass eine Unterkühlung stattfand. Weitere Arbeitsschritte waren nötig, um den flüssigen Sauerstoff zu erhalten, den man benötigte. Über Rohrleitung wurde er in die Tankanlagen gepumpt. So, ich stehe jetzt direkt an so einem Torpedonetz selber, ist natürlich verrostet. Fällt es mir auch direkt in den Arm rein. Also wie gesagt, das hat riesige Ausmaße. Es ist einfach nur gigantisch und es geht noch weiter. Von diesen Produktionshallen gibt es auch noch mehr. Bei der Lufterzeugung entstand auch als Nebenproduktion Stickstoff. Dieser wird ebenfalls komprimiert und in Tankanlagen verfüllt. Stickstoff diente als Fördermittel zur Einspritzung des Flüssigsauerstoffes auf den Prüfständen. Auch wurde er für den Abbruch der Verbrennung benötigt. So, jetzt sind wir in der nächsten Produktionshalle. Ich stehe hier unter dem Schrott tatsächlich. Da vorne läuft ordentlich Wasser rein. Da gehen auch wieder Rohre nach oben. Ich gehe davon aus, die führen an die Oberfläche. Und hier haben wir dasselbe Spiel wieder, also wieder der Stahl und Torpedonetze gespannt. Und hier haben wir unten, wo ich stehe, schon große Stahlbetonfundamente natürlich für Maschinen. Das sind Maschinensockel. Hier standen damals Produktionsmaschinen, als man hier unterirdisch und bombensicher gefertigt hat. Und wie gesagt, von der Dimension, ich kriege das gar nicht mit meinem Kameralicht eingefangen. Ich habe sehr gutes Licht dabei, direkt mehrere Lichtquellen. Es ist einfach zu groß hier unten, dass man alles wirklich drauf kriegt. Also das ist wirklich schon riesig, diese Anlage, was man hier so unter Tage gebaut hat. Weitere Anlagen wurden geplant, sogenannte Mammutbaue. Diese Werkhallen wurden Ende 1944 begonnen und erstreckten sich von der Sohle B bis zur F-Sohle. Das Werk befand sich auf 3 Sohlen gleichzeitig. Auf der Spur nach dem Wassereinbruch
Man hört es schon deutlich, hier sickert es ordentlich ein. Das ist das Rohr und da läuft es rein. Das ist halt, das geht an die Oberfläche und daher kommt auch das Wasser. Und wie gesagt, hier habt ihr, das ist wirklich gigantisch. Ja, und da habt ihr schon die ersten Fundamente. Da in dem Bereich die ersten Fundamente, das sind Maschinensockel teilweise auch und alles versprengt. Also das hat ordentlich gerumst, als man hier damals den Sprengsatz zum Umsetzen gebracht hat. Zur Herstellung des Sauerstoffes wurden riesige Mengen an Energie benötigt. Dazu wurde eine 110 kV-Leitung zum E-Werk und ein Umspannwerk errichtet. Eine 7,5 Kilometer lange Hochspannungsleitung wird errichtet, da sich der Stromverbrauch nochmals verdoppelte. Wurde hier mehr Strom benötigt durch die Labore der SS? Das Umspannwerk wurde in einem neu aufgefahrenen Stollen untergebracht. Felix, was sagst du denn dazu? Ja, was soll ich dazu sagen? Absolut überwältigend. Ja, also das muss man sich mal angucken, dass das für Ausmaße waren, die hier alles, was die alles unter Tage verbracht haben, hier gebaut haben. Ja, und ja, leider alles versprengt, aber trotzdem absolut beeindruckend. Ja, das muss man erstmal alles auf sich wirken lassen. So, und da oben sehen wir das jetzt, da. Auch lange nach dem Krieg, trotz Sprengung, tun die Torpedonetze das, für was sie hier installiert wurden. Sie haben nämlich da diesen Verbruch da aufgehalten tatsächlich. Ja, also wir stehen jetzt fast unter diesem Verbruch und wenn das mal irgendwann runterkommt und man steht hier, ist das halt nicht ganz so gut für einen, wenn man hier steht. Und das ist ein riesiger Maschinensockel. Hier stand eine wahrscheinlich riesige Maschine drauf. Das ist er. Also das ist wirklich von den Ausmaßen her, ist das riesig. Ja, guckt euch das nochmal an. Also das ist einfach nur gigantisch hier unten. So, noch eine Produktionsstätte. Und die hat man auch wieder Maschinensockel. Die ist nicht ganz so groß, sie ist auch nicht ganz so hoch. Keine Torpedonetze verbaut, aber nicht weniger impulsant tatsächlich. Das ist, ja, also die schiere Größe von diesen U-Verlagerungen, die Untergrundverlagerungen, bombensichere Produktionsstätten, das ist einfach Wahnsinn. Und ich bin ja oft in sowas drin und mache auch viele Dokumentationen darüber. Aber wenn ich vor Ort bin, um hier eine Dokumentation oder eine Reportage zu machen, beeindruckt mich das immer wieder, was tatsächlich alles unter der Erde ist. Und das mag man von oben, wenn man durch den Wald läuft, gar nicht meinen, was sich unter seinen Füßen alles tatsächlich verbirgt. Das ist natürlich hier unten auch alles voller mit Mythen und Legenden und hin und her. Hat eine Anziehungskraft auf die Menschen, sie interessiert das einfach, das Mystische, die Menschen gruseln sich in sowas. Deswegen werden diese Anlagen auch, deswegen ist es so anziehend. So, und wenn ihr hier unten seid, also ich finde immer, hier ist eine ganz eigene Atmosphäre drin. Die Hektik des Alltags ist hier unten nicht spürbar. Das ist wie eine Zeitkapsel. Hier steht die Zeit still. Und ihr seid hier umgeben wirklich von absoluter Ruhe. Wenn kein Wasser eindringt, habt ihr hier absolute Ruhe. Und halt auch die ewige Dunkelheit. Wenn die Laternen irgendwann hier ausgehen, das Licht, dann ist Feierabend. Hier rauszufinden, mit ohne Licht, das ist eine Aufgabe. Ich gebe auch nochmal Licht drauf. Ja, auch hier haben wir wieder Schienennetz tatsächlich. Also hier ging die Bahn durch und überall die Versprengungen. Da waren wir eben in der anderen großen Produktionshalle, wo der Wassereinbruch war. Das ist die nächste Produktionshalle und wir gehen hier durch den Altbergbau weiter. Zur Kühlung der Anlage werden riesige Mengen an Wasser benötigt. Teilweise wird auf das Grubenwasser zurückgegriffen. Die Menge reicht aber nicht annähernd aus. Man errichtet einen Wasserkreislauf. Dazu wird das Wasser aus dem Wasserstollen unterhalb der F-Sohle zur Sohle D gepumpt, wo die Erzeugeranlagen in Betrieb sind. Das erwärmte Wasser wird zur B-Sohle gepumpt. Dort wird es zum Abkühlen durch das Gestein geleitet, bis es sich im Wasserstollen sammelt und erneut den Kreislauf durchläuft. Und da sind wir auch schon am richtigen Abzweig. Hier wollten wir hin. Jetzt muss ich mich kurz orientieren, links wie rechts. Und dann geht es weiter. Also hier haben wir auch wieder Mauerwerk. Ja, hier wird gemauert, da sind wir auch wieder in der Produktionshalle drin, von der anderen Seite. Überall gehen Gänge ab. Also man sollte sich dann doch schon ein bisschen auskennen.
oder zumindest Kartenmaterial haben, dass man weiß, wo man sich befindet. Weil ansonsten, jetzt sind wir quasi hier auf der Rückseite. Kannst du mal reinfilmen mit dem Licht? Ja. Auf der Rückseite von der anderen Halle eben. Da stehen wir einfach hier, ist auch noch ein Durchbruch. Da kann man das in Gänze nochmal gucken, wie riesig tatsächlich diese Hallen sind. Und das führt hier einmal drumherum. Und da landen wir dann an einem Verbruch, aber hinter dem Verbruch geht es auch weiter. Zusätzlich errichtete man eine Leitung von einem Fluss. Allerdings ist bei voller Produktion diese Menge nicht ausreichend. Und man errichtete 1944 eine weitere Leitung von einem anderen Fluss. Zudem errichtete man einen Kühlturm, der den Kühlvorgang beschleunigte. Also hier haben wir auch wieder eine größere Halle mit was auch immer das war. Ich weiß es nicht. In den Fels rein mit einem Geländer. Da hinten geht es auch noch weiter. Also es ist wirklich riesig und weitläufig hier, dieses ganze, die ganze Stollenanlage. Aber wir gehen mal weiter. So, hier haben wir auch wieder Bögen, gemauerte Bögen. Und es geht weiter. Es ist wirklich beeindruckend, impulsant, obwohl ich schon mal hier war. Beeindruckt mich das immer. Oder besser gesagt immer wieder, was man hier tatsächlich damals so alles gebaut hat, um hier Gesteine zu fördern, die man halt für den Bau brauchte. In dem Fall war das hier auch Schiefergestein, was hier unter anderem gefördert wurde. Und das hat man hier halt abgebaut. Und da die Anlage ja sowieso da war, hat man sie im Krieg einfach verwendet, wertvolle Ressourcen geschont. Man hat nicht neu gebaut, man hat das einfach ausgebaut, weil es de facto eh schon im Berg drin ist und ergo bombensicher. Das ist das besagte Loch. Hier muss man aufpassen, ihr seht das ja. Und da geht es runter. Das hört sich auch alles nicht so gut an. Da unten ist Wasser. Wir peilen jetzt mal die Lage. Dies ist ein Schacht, der durch die F-Sohle verläuft und im darunter führenden Wasserstollen endet. Von hier aus werden über Rohrleitung die benötigten Mengen Kühlwasser zu den Erzeugeranlagen gepumpt. So, das ist besagter Schacht auf die F-Sohle. Wir befinden uns, wie gesagt, auf der D-Sohle. Und aus Zeitgründen machen wir jetzt weiter, weil wir haben noch ganz viele andere Stollen, die wir uns angucken wollen, die interessanter sind. Weil hier unten, das ist auch ein wasserführender Stollen, man hört da auch Wasser. Ich weiß auch nicht genau, was da unten ist. Also es geht runter, macht einen Knick und dann kommt nach meinem Kenntnisstand ein Holzplateau. Dann geht es nochmal ein Stück runter und dann seid ihr auf der F-Sohle. Weil das für mich zu viele Unbekannten sind und weil uns die Zeit im Nacken sitzt, habe ich jetzt mit dem Felix zusammen beschlossen, dass wir hier bis zum Ende laufen und dann haben wir 1, 2, 3, 4, mindestens 4 Eingänge noch gesehen und andere Sohlen, die interessant sind, weil das ist meiner Kenntnisstand jetzt Altbergbau, was da unten stattfindet. Aber wir wollen uns ja hier das Werk angucken, also wo die damals im Krieg bombensicher produziert haben. Und deswegen gehen wir da jetzt nicht runter, das schieben wir auf ein anderes Mal, vielleicht auf den Sommer, wenn weniger Wasser hier geführt wird. Und dann gucken wir uns das an. Also ich will auf jeden Fall da mal runter. Ich will das einfach mal wissen. Das macht einfach Spaß. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter und schauen, was es hier so Schönes gibt. So, das ist jetzt der Teil hinter dem Loch. Also wir haben noch gemauert. Und hier ist auch Versprengung drin, wie man jetzt gerade sieht. Und nach da hinten brechen wir jetzt auf und schauen uns da mal ein bisschen um. Ich weiß gar nicht mehr wie beim letzten Mal. Ich glaube, es darf gar nicht mehr so weit da reingehen. Aber ich weiß es nicht. Das ist hier übrigens richtig schmierig, weil es hier nass ist und dieser ganze Staub, ja, der ist hier gebunden und das gibt so eine richtige Schmiere hier alles. Also hier steht auch schon wieder Wasser drin. Es ist ultimativ rutschig und die Versprengung und der ganze Jockel hier auf dem Boden, der macht das nicht besser und dann wird der Weg versperrt von irgendwelchen Eisenträgern. So, und dann habt ihr hier wieder schönes, klares Wasser. Tropft immer noch rein. Und relativ große Halle. Oh Leute. Ich muss gar nicht mit drauf. Pass auf, das ist richtig glatt hier. Merkst du? Ja. Also der Boden, der ist hier richtig schmierig. Das ist alles dieser Staub und ihr seht das hier. Ich rutsche hier nur so hin und her. Aber egal wie glatt das ist, also es lohnt sich, weil hier ist
ist tatsächlich jetzt Ende. Da hinten ist Ende. Da ist wieder ein Verbruch, Versprengung, whatever. Und hier ist wieder was abgemauert. Ja, also wirklich impulsant, was die Menschen hier damals unter der Erde geschaffen haben, um hier tatsächlich Rüstungsgüter zu produzieren. Hier ist wieder extrem glatt. Du kannst auch erstmal da stehen bleiben. Nur noch mal eben gucken hier. So, aber da bin ich beim letzten Mal schon hochgekraxelt. Und das ist alles Verbruch. Freunde, hier ist Ende. Und jetzt gucken wir uns den anderen Teil an. Wie ihr sehen könnt, es ist spät geworden. Wir sind relativ spät erst hier gewesen. Das war das Problem bei der ganzen Sache. Aufgrund der Dunkelheit, also ich weiß ungefähr, wo die anderen Stollen sich befinden. Das machen wir jetzt aber nicht mehr, weil das Terrain einfach von der Topografie, es geht hoch und nur neben mir ist direkt eine Abbruchkante. Also da geht es auch hier nur ein paar Meter, da bin ich gerade runter. Unten ist ein Blindstollen. Hinter mir befindet sich ein Blindstollen, das geht da nicht tief rein. Und dann habt ihr hier die Abbruchkante, die teilweise 30 Meter nach unten geht. Das heißt, hier sind wir jetzt mit dem Teil durch. Also die Raketenproduktion haben wir gesehen, beziehungsweise die Produktion für den Treibstoff. Das Größte haben wir wirklich gesehen. Brechen jetzt hier ab. Wir haben noch was anderes auf der Liste. Wir haben nur das Wochenende. Also wir haben nicht viel Zeit, im Prinzip 1,5 Tage, um viel zu machen. Damit sind wir hier raus. Wir fahren jetzt noch zu einem neuen Punkt, was wir uns angucken wollen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst einfach mal ein Like da, einen Kommentar da. Wenn das noch nicht getan hat, abonniert meinen Kanal. Schaut mal beim Felix vorbei. Der macht auch immer ganz tolle Sachen. In dem Sinne, Klappspaten TV raus. Bis dahin, ciao, ciao. Gift. Gift steht drauf und Totenkopf. Oh, wei, Freunde. Hier war Gift drin. Jetzt muss man mal gucken, wie tief das hier wird. Ich weiß, ja, geht weiter. Und geradeaus geht es auch weiter. Boah, Alter, hier ist es aber richtig runtergekommen. Hier ist sogar die Decke eingedrückt. Also hier sollte man sich, glaube ich, nicht zu lange aufhalten. Es geht spannend weiter. Immer tiefer führt uns unsere Suche in die unterirdische Fabrik. Die Raketentriebwerk-Prüfstände, die sich im Tagebau befinden, versuchen wir ausfindig zu machen. Guck mal, wie tief das da reingeht. Boah, da unten, jetzt sieht man es eigentlich ganz gut. Ja, da ist das erste Arbeitsgerüst. Da geht es richtig tief rein. Das ist jetzt... Folgt uns auf unserer Suche nach den geheimen Laboren der U-Verlagerung Rotbutt. Sind locker 20 Meter. So, und jetzt links rüber, mit mir mitgehen, bitte. Da unten ist ein Loch, guck mal. Da, genau da.